Kann Baukostenmanagement Spaß machen? Kann Baukostenmanagement Spaß machen? Kann Baukostenmanagement Spaß machen? Ja. Ja, es kann. Ja, definitiv. Also ich finde schon. Ja, das kann es, wenn man das richtige Programm dafür hat. Wir können von der ersten Erkundung des Grundstückes bis zum Richtfest dem Kunden alles schlüsselfertig erstellen. Wir passen dann auf das Geld auf, als wäre es unser eigenes Geld, und wir passen auf die Gebäude und auf die Grundstücke auf, als wäre es unsere eigenen Grundstücke. Baukosten sind das A und O. Damit steht und fällt jedes Projekt. Wenn die Kosten nicht passen, ist der Bauherr nicht happy. Wir haben jetzt seit geraumer Zeit Nova Alpha bei uns im Büro und darüber versuchen wir, alle Kostenverfolgung und das Kostenmanagement laufen zu lassen. Das Ziel war, dass alle mehr zu diesem Thema Kosten hingeführt werden. Dass alle einen Bezug dazu bekommen. Jede Linie, jede Wand, egal was wir machen, was wir mit dem Bauherrn besprechen, das hat immer Auswirkungen auf die Kosten. Nach der Grundlagenermittlung, wenn ich weiß, wo die Reise ungefähr hingehen könnte, mache ich erstmal mein Klötzchenmodell, wenn ich es mal so nennen darf. Und dann kann ich schon parallel Nova Alpha aufmachen. Dann kann ich diese Volumina schon direkt massentechnisch in Nova Alpha übertragen mit unserem Katalog oder halt mit Erfahrungswerten aus verschiedensten Datenbanken wie dem BKI. Kann man auch super sich an die Kosten nähern und allerspätestens da geht Nova Alpha auf. Wir sind gerade bei dem Projekt Studierendenwerk in Bielefeld. Gestartet sind wir mit der LV-Erstellung. Wir haben die Massen ermittelt anhand des Revit-Projektes, das wir in 3D gebaut haben. Jetzt ist ja das LV fertig, also kommt jetzt die Ausschreibung. In der Ausschreibung haben wir Bieter ausgewählt und die auch über dieses Portal ja angeschrieben. Die werden per E-Mail benachrichtigt und können sich über einen Zugang in diese Plattform einwählen und dort dann ihre Preise eintragen. Wir haben großes Lob von einigen Handwerkern bekommen. Selbst Leute, die sonst mit Computern nicht viel am Hut haben, sind gekommen und haben gesagt, ach Mensch, das war ja super einfach. Ich musste ja nur meine Einzelpreise eingeben. Ich brauchte es ja noch nicht mal selbst berechnen. Und was noch schöner war, die brauchten kein spezielles Programm laden. Ich muss nichts mehr installieren, ich muss nur den Browser starten, mich anmelden, Passwort eingeben und los geht's. Das ist einfach geil. Sobald die Ausschreibungen erstmal verschickt sind, ist dann die Auswertung und die Vergabeempfehlung ziemlich einfach. In Nova Alpha können wir die Rechnung einpflegen, wir können den Baufortschritt nachhalten, wir können ziemlich klar sehen, wie viel noch im Topf ist und entsprechend auch Nachträge einpflegen. Ich gucke mir über den Soll-Ist-Vergleich den aktuellen Zustand an, wie der Rechnungsstand, der Leistungsstand vor Ort ist. Und ich sehe automatisch Punkte, die vielleicht überzogen sind, Punkte, wo wir noch Puffer haben und kann zum Beispiel Arbeiten, von denen ich genau weiß, die kommen nicht mehr zum Tragen, als schlussgerechnet markieren und kann live diese Kosten, die ich dort eventuell eingespart habe, für andere Positionen verwenden, wo die Kosten gestiegen sind. Für das Studierendenwerk haben wir einen Bauzeitenplan erstellt, um die Verzahnung der Gewerke vor Ort zu gewährleisten. Das hat ganz gut geklappt und da ist Nova Alpha auch sehr intuitiv. Also man kann mit dem Bauzeitenplan hier auch Unterpositionen eingeben, die sich dann aus dem Obergewerk ergeben. Und somit kann man schon sehr detailliert festlegen, zu welchem Zeitraum, welches Gewerk mit welcher Arbeit abgeschlossen sein sollte, damit alle Folgegewerke zum vorgegebenen Zeitpunkt beginnen können. Man muss wirklich laufend reagieren und machen und tun, damit man seine Kosten, die man am Anfang dem Bauherrn vorgegeben hat. Ich meine, das ist sein Geld, das ist nicht unser Geld. Wir müssen darauf aufpassen und mir persönlich macht das Spaß, definitiv, ja. Oh, so einfach geht's.